Wenn wir den Namen Wikinger hören, denken die meisten an die sturmgepeitschten Küsten Englands, an Paris, das von nordischen Drachenbooten belagert wurde, oder an die gefährliche Überfahrt nach Island, Grönland und Finnland. Doch kaum jemand weiß, dass die Wikinger ihre langen Schiffe noch viel weiter steuerten, bis an die Küsten Spaniens, ins Herz des Mittelmeers und in die reichen Städte von Al-Andalus. Die Vorstellung ist atemberaubend. Nordische Krieger aus den Fjorden Norwegens segeln durch die Straße von Gibraltar, treffen auf arabische Flotten, plündern maurische Städte und stehen den hochentwickelten Kulturen des islamischen Westens gegenüber. In diesem Film stellen wir uns spannende Fragen. Warum wagten die Wikinger die gefährliche Fahrt in den Süden? Welche Städte in Spanien und im Mittelmeer wurden Opfer ihrer Raubzüge? Wie reagierten die Kalifen und Emirate von Al-Andalus auf die Angriffe der Nordmänner? Und was verraten uns arabische Chronisten über die gefürchteten Matschus, wie sie die Wikinger nannten? Dieser Film erzählt nicht nur von Gewalt und Zerstörung, sondern auch von Begegnungen zweier Welten, der nordischen Seefahrer und der arabischen Hochkultur. Zwei Zivilisationen, die sich sonst nie begegnet wären, trafen hier aufeinander, mit dramatischen Folgen. Die Wikingerzeit 793 bis 1066 war geprägt von ständiger Bewegung. Die Nordmänner suchten nach Reichtum, Land und Ruhm. Ihre Schiffe erlaubten ihnen, Flüsse und Meere gleichermaßen zu erobern. Schon früh plünderten sie England, Irland und die Küsten Frankreichs. Doch je weiter sie nach Westen und Süden vordrangen, desto größer wurde ihr Ehrgeiz. 835 bis 845. Die Wikinger terrorisierten die Küsten Galliens. Paris wurde 845 von Ragnar Lodbrok oder seinen Nachfolgern erobert. 851. Erste Berichte von Raubzügen an der spanischen Küste tauchen auf. Die Welt von Al-Andalus. Während die Wikinger im Norden Europas gefürchtet waren, erlebte Spanien unter den Umayyaden von Cordoba eine Blütezeit. Cordoba war eine der größten Städte Europas mit über 100.000 Einwohnern. Die arabische Kultur brachte Wissenschaft, Medizin, Philosophie und Architektur auf ein Niveau, das im Norden unvorstellbar war. Doch trotz Reichtum und Pracht waren die Küsten schlecht auf Angriffe vom Meer vorbereitet. Die ersten Kontakte. Die arabischen Chroniken berichten, dass die Wikinger in Spanien Al-Matschus genannt wurden, Heiden, Feueranbeter. Sie erschienen wie Geister aus dem Nebel, unbekannte Krieger, deren Schiffe schneller und wendiger waren als alles, was man im Mittelmeer kannte. Kontrast der Welten. Hier trafen zwei völlig verschiedene Kulturen aufeinander. Die nordischen Kriegergesellschaften, die durch Plünderung und Ehre lebten, und die hochorganisierte islamische Gesellschaft von Al-Andalus mit befestigten Städten, Gelehrten und einer mächtigen Militärmacht. Diese Begegnung musste zwangsläufig zu dramatischen Auseinandersetzungen führen. Im Jahr 844 erreichte eine gewaltige Wikingerflotte die Küste der Iberischen Halbinsel. Arabische Chronisten berichten von über 80 Schiffen, die durch die Straße von Gibraltar segelten und wie ein Sturm über die südlichen Küsten hereinbrachen. Zuerst griffen die Wikinger Lissabon an, das damals unter muslimischer Herrschaft stand. Die Stadt wurde geplündert, ihre Bewohner versklavt oder getötet. Von dort aus segelten sie weiter nach Süden, überfielen Cadiz und andere Städte am Atlantik, bevor sie den Fluss Guadalquivir hinauffuhren. Ihr Ziel war Sevilla, eine der wichtigsten Städte von Al-Andalus. Arabische Quellen beschreiben, wie die Wikinger mit furchtbaren Schreien und brennenden Pfeilen die Vororte überfielen. Sie besetzten Teile der Stadt und richteten ein Massaker an. Frauen und Kinder wurden verschleppt, Moscheen geplündert und selbst kostbare Bücher und Schriften fielen den Flammen zum Opfer. Doch die Herrscher von Al-Andalus reagierten schnell. Emir Abd ar-Rahman II. Entsandte ein großes Heer. In einer blutigen Schlacht wurden die Wikinger schließlich geschlagen. Viele wurden getötet, andere gefangen genommen. Chronisten berichten, dass gefangene Wikinger in Cordoba hingerichtet oder als Sklaven verkauft wurden.
Ein besonders grausames Detail: Einige ihrer Anführer sollen gekreuzigt worden sein. Der Schock saß tief, aber die Gefahr war damit nicht gebannt. Nach der Niederlage bei Sevilla verschwanden die Wikinger nicht. Im Gegenteil, sie kehrten zurück, wieder und wieder. 859 bis 866. Eine weitere große Expedition führte die Nordmänner erneut nach Spanien und ins Mittelmeer. Diese Flotte war noch größer und besser organisiert. Die Wikinger überfielen nicht nur spanische Städte, sondern segelten bis nach Italien und sogar Nordafrika. Besonders erschütternd für die arabische Welt war der Angriff auf die Stadt Algeciras und kleinere Küstensiedlungen, die keine starken Befestigungen hatten. Von Spanien aus segelten die Wikinger ins Mittelmeer. Sie erreichten die Balearen, Sizilien und sogar die Küsten des Byzantinischen Reiches. In Nordafrika griffen sie Städte an, die unter der Herrschaft der Aglabiden standen. In Italien wurden sie von arabischen Flotten herausgefordert. In Südfrankreich eroberten sie zeitweise die Camargue und bedrohten die Provence. Die Wikinger waren berüchtigt für ihre Geschwindigkeit. Sie erschienen aus dem Nichts, überfielen Städte und Dörfer und verschwanden wieder auf dem Meer, bevor eine organisierte Gegenwehr möglich war. Die wichtigste Quelle für die Wikinger in Spanien ist der arabische Gelehrte Ibn al-Qutiyya. Er beschreibt die Nordmänner als Matschus, als wilde Heiden, die Feuer verehren und Götzen dienen. In seinen Schriften heißt es, sie kamen wie ein Sturm aus dem Norden, mit Drachenköpfen an ihren Schiffen und Schreien, die das Blut gefrieren ließen. Doch gleichzeitig zeugen die Chroniken auch von Bewunderung für ihre Schiffe, die schneller und wendiger waren als arabische Kriegsschiffe, für ihren Mut, selbst gegen überlegene Heere zu kämpfen. Die Wikinger setzten ihre berühmte Schildmauer ein, aber noch wichtiger war ihre Mobilität. Mit den leichten Langschiffen konnten sie tief ins Landesinnere vordringen, Flüsse hinauffahren und Städte angreifen, die sich sicher glaubten. Arabische Heere waren oft schwerer gerüstet und auf Feldschlachten vorbereitet, doch gegen schnelle Überfälle waren sie machtlos. Nur große organisierte Gegenangriffe, wie in Sevilla 844, konnten die Nordmänner zurückdrängen. Die Raubzüge der Wikinger hatten tiefgreifende Folgen: militärische Reformen, Küstenstädte wurden stärker befestigt, Flotten ausgebaut. Handelsveränderungen: wegen der Gefahr wurden Handelsrouten teilweise ins Landesinnere verlagert. Kulturelle Begegnungen: Trotz der Gewalt kam es auch zu Austausch. Einige Wikinger traten in arabische Dienste, wurden Söldner oder Händler. Es gibt Hinweise, dass nordische Krieger im Militär von Al-Andalus dienten, ähnlich wie später die Wahreger in Byzanz. Während arabische Gelehrte wie Ibn al-Qutiyya die Wikinger als Matschus beschrieben, finden wir in christlichen Chroniken ganz andere Begriffe. In den Annalen von Fulda oder den Schriften westfränkischer Mönche werden die Nordmänner oft als Normanni bezeichnet. Menschen aus dem Norden. Einige dieser Chroniken ergänzen die arabischen Berichte, indem sie die Schrecken der Überfälle an den Küsten Galliens und Spaniens schildern. Besonders bemerkenswert ist, dass sowohl christliche als auch muslimische Autoren die Wikinger als fast übernatürliche Bedrohung empfanden. Sie kamen wie Geister über das Meer, dort ihre Schiffe erschienen wie Drachen und ihre Grausamkeit war legendär. Doch beide Seiten erkannten auch die militärische Stärke der Nordmänner an. Die Raubzüge der Wikinger nach Spanien und ins Mittelmeer waren mehr als nur Gewaltakte. Sie waren ein Zusammentreffen zweier Hochkulturen: die nordische Welt der Ehre, des Handels und der Kriegszüge, die arabische Welt von Wissenschaft, Architektur und Religion. Dieses Zusammentreffen war brutal, aber es öffnete auch Türen. Manche Wikinger blieben im Süden, traten in den Dienst arabischer Herrscher oder schlossen Handelsverträge. So entstand ein paradoxer Austausch. Während Sevilla 844 in Flammen stand, begann gleichzeitig ein Fluss von Wissen, Waren und vielleicht sogar von Ideen zwischen den beiden Welten. Nach den Angriffen der Wikinger zog das Emirat von Cordoba klare Lehren.
Küstenverteidigung, neue Wachtürme wurden gebaut, vor allem an der Atlantikküste. Marineausbau, arabische Flotten wurden verstärkt, um schneller auf Überfälle zu reagieren. Militärische Disziplin, spezialisierte Truppen wurden aufgestellt, um flexibel gegen schnelle Angreifer zu kämpfen. Für die Wikinger wiederum bedeuteten die Erfahrungen im Süden eine neue Dimension ihrer Expansion. Sie hatten bewiesen, dass sie nicht nur im Norden und Westen gefürchtet waren, sondern auch im Mittelmeer. Für die skandinavischen Krieger hatten die Raubzüge gegen Al-Andalus eine besondere Symbolik. Wer Spanien plünderte, brachte Reichtümer nach Hause, die noch nie zuvor in Norwegen oder Dänemark gesehen worden waren. Kostbare Stoffe, exotische Gewürze, Gold- und Silberschmuck im orientalischen Stil. Diese Schätze tauchten später in skandinavischen Gräbern auf. Beweise für den weiten Radius der Wikinger. Heute, mehr als 1100 Jahre später, sind die Raubzüge der Wikinger in Spanien und im Mittelmeer nicht vergessen. Im Gegenteil, sie sind ein spannendes Forschungsfeld der Archäologie und Geschichtswissenschaft. Archäologische Funde. In Spanien wurden Münzen und Schmuckstücke skandinavischen Ursprungs gefunden. In Skandinavien wiederum tauchen arabische Münzen, Dirhams, auf, die ihren Weg über Handelskontakte und Raubzüge fanden. Diese Funde zeigen, die Begegnungen waren nicht nur blutig, sondern auch ökonomisch bedeutsam. Erinnerungskultur. In Spanien selbst wird die Episode der Wikingerüberfälle oft als Randnotiz der islamischen Geschichte betrachtet. Doch in der Popkultur, in Serien und Romanen taucht sie immer häufiger auf. Besonders interessant ist, dass die arabischen Chroniken ein klareres Bild der Wikinger in Andalusien bewahren als viele europäische Quellen. Für Historiker ist das von unschätzbarem Wert. Der Mythos, heute gelten die Wikingerüberfälle im Süden nicht mehr als reine Barbarei, sondern als Teil eines globalen Netzes von Kontakten. Historiker sehen sie als frühen Beweis dafür, dass das Mittelmeer und Nordeuropa enger verbunden waren, als man lange dachte. Die Wikinger waren nicht nur Räuber, sie waren auch Händler, Diplomaten und Söldner, die Wege zwischen den Kulturen öffneten. Die Geschichte der Wikinger in Spanien und im Mittelmeer ist längst nicht abgeschlossen, zumindest nicht für die Wissenschaft. Archäologen, Historiker und sogar Naturwissenschaftler arbeiten heute daran, die Spuren dieser außergewöhnlichen Begegnungen zu rekonstruieren. Neue archäologische Funde. In den letzten Jahrzehnten wurden an verschiedenen Orten in Spanien und Portugal immer wieder Funde gemacht, die auf nordische Präsenz hinweisen. Besonders die Entdeckung von skandinavischen Fibeln, Waffenfragmenten und Münzen in Regionen wie Galicien und Andalusien deutet darauf hin, dass die Wikinger nicht nur einmalig kamen, sondern langfristigen Einfluss hinterließen. Forscher vermuten, dass wir erst am Anfang stehen. Durch modernste Technologien wie 3D-Scanning und DNA-Analysen könnten wir bald noch mehr Beweise für nordische Präsenz im Süden Europas finden. Vielleicht lassen sich sogar Spuren von genetischen Einflüssen in Bevölkerungsgruppen nachweisen, die einst Kontakt mit den Nordmännern hatten. Interdisziplinäre Forschung. Historiker arbeiten zunehmend mit Naturwissenschaftlern zusammen. Besonders spannend sind Projekte, die antike Schiffswracks mit skandinavischen Bautechniken vergleichen oder alte arabische Handschriften mit modernen Methoden entschlüsseln. Manche Forscher vermuten, dass noch unentdeckte Manuskripte in arabischen Archiven liegen, die detailliertere Beschreibungen der Wikingerangriffe enthalten. Globale Perspektive. Die Geschichte der Wikinger im Mittelmeer zeigt, wie vernetzt die Welt schon im 9. Jahrhundert war. Wenn wir sie richtig verstehen, könnten wir auch unsere heutige Globalisierung besser einordnen. Schon damals verbanden Handelsrouten Skandinavien, den Orient und sogar Nordafrika. Die Wikinger waren damit Teil einer frühen Form des globalen Mittelalters. Zukunftsvision. In Zukunft könnte das Bild der Wikinger in Spanien noch stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Vielleicht sehen wir bald Filme, Serien oder Museen, die diese Episode aufgreifen, ähnlich wie die Raubzüge nach England und Frankreich.
Die Wikinger in Al-Andalus könnten dann nicht mehr nur als zerstörerische Invasoren gelten, sondern als Bindeglied zwischen Nord und Süd, als Symbol einer Welt, die größer war, als wir oft denken. Die Geschichte der Wikinger in Spanien und im Mittelmeer ist ein faszinierendes Kapitel der europäischen Vergangenheit. Wir haben gesehen, wie die Nordmänner im Jahr 844 vor Sevilla standen und eine der reichsten Städte des Westens bedrohten. Wir haben erlebt, wie arabische Chronisten ihre Schrecken schilderten und gleichzeitig ihre Bewunderung für die schnellen Schiffe und den Mut dieser fremden Krieger ausdrückten. Wir haben verstanden, dass diese Begegnungen nicht nur aus Blut und Feuer bestanden, sondern auch Spuren hinterließen. In der Architektur, im Handel, in den Erinnerungen der Menschen. Am Ende stellt sich die Frage, waren die Wikinger in Spanien nur Zerstörer oder auch unfreiwillige Brückenbauer zwischen zwei Kulturen? Die Antwort ist komplex. Sie waren beides. Räuber und Händler, Krieger und Diplomaten. Ihre Raubzüge brachten Leid, aber auch neue Verbindungen. Und vielleicht liegt genau darin die wichtigste Botschaft dieser Geschichte. Die Vergangenheit ist nie schwarz oder weiß. Sie ist ein Geflecht aus Gewalt, Begegnung, Austausch und Wandel. Wenn wir heute auf die Schiffe der Wikinger blicken, die in unseren Vorstellungen durch die Straße von Gibraltar segeln, dann sehen wir nicht nur Drachenköpfe und Krieger. Wir sehen den Beginn einer globalen Geschichte, die uns bis heute prägt.